In einer kleinen, belebten Stadt in China lebte einst ein junger Mann namens Aladdin. Er war bekannt für seine Faulheit und Neigung zu streichen, was seiner armen Mutter, einer Spinnerin, große Sorgen bereitete. Eines Tages erschien ein geheimnisvoller Fremder in der Stadt. Dieser Mann gab vor, Aladdins verloren geglaubter Onkel zu sein und versprach, Aladdin zu großem Reichtum zu verhelfen. Der Fremde war in Wirklichkeit ein Zauberer aus einem fernen Land, der von einer magischen Lampe wusste, die in einer geheimen Höhle versteckt war. Diese Lampe beherbergte einen mächtigen Dschinn, der dem Besitzer der Lampe Wünsche erfüllen konnte. Der Zauberer führte Aladdin zu dieser geheimen Höhle und gab ihm einen magischen Ring zum Schutz. Er befahl Aladdin, die Lampe zu holen, ohne etwas anderes zu berühren. In der Höhle entdeckte Aladdin nicht nur die Lampe, sondern auch viele Schätze. Als er jedoch die Höhle verlassen wollte und der Zauberer die Lampe forderte, zögerte Aladdin. Der Zauberer wurde wütend und verschloss die Höhle, sodass Aladdin gefangen war. In der dunklen Höhle rieb Aladdin in seiner Verzweiflung den Ring und ein Geist erschien. Dieser Geist war weniger mächtig als der Dschinn der Lampe, half ihm aber aus der Höhle zu fliehen. Zu Hause angekommen, zeigte Aladdin die Lampe seiner Mutter. Als sie reinigte, erschien der mächtige Dschinn der Lampe. Aladdin erkannte schnell die Möglichkeiten, die sich ihm nun boten. Mit der Hilfe des Dschinns verwandelte sich Aladdin von einem armen Jungen in einen reichen und mächtigen Mann. Er baute einen großen Palast und beeindruckte bald die Menschen in seiner Stadt, einschließlich der Prinzessin Badrul Badur, in die er sich verliebte. Mit der Unterstützung des Dschinns gelang es Aladdin, das Herz der Prinzessin zu erobern. Sie feierten eine prachtvolle Hochzeit, die das ganze Land beeindruckte. Doch der Zauberer, der Aladdin in die Falle gelockt hatte, kehrte zurück, um sich zu rächen. Er täuschte die Prinzessin, indem er die echte Lampe gegen eine gewöhnliche austauschte. Mit der echten Lampe in seinem Besitz erlangte der Zauberer die Kontrolle über den Dschinn und entführte die Prinzessin. Aladdin, der ohne die Lampe hilflos war, nutzte den Geist des Rings, um die Prinzessin und die Lampe zurückzuerobern. Nach einem aufregenden und gefährlichen Kampf besiegte Aladdin den Zauberer und rettete seine große Liebe. Der Zauberer wurde besiegt und Aladdin erlangte die Lampe zurück. Nachdem er den Zauberer überwunden hatte, setzte Aladdin seine Herrschaft fort. Er nutzte die Macht der Lampe weise, um das Leben seiner Untertanen zu verbessern. Aladdin regierte viele Jahre gerecht und weise. Er wurde geliebt und respektiert von seinem Volk und hinterließ eine Legende, die noch lange nach seinem Tod erzählt wurde. Diese Geschichte von Aladdin und seiner Wunderlampe erzählt von Abenteuer, Mut und der Macht der Freundschaft. Sie zeigt uns, wie List und Klugheit über Macht und Böswilligkeit triumphieren können.